Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Auf einen Felsvorsprung über dem Tal der Freiberger Mulde erhebt sich eine imposante Schlossanlage, die auf eine Burg zurückgeht, welche in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. Selbst Sachsens berühmteste Mätresse, die Gräfin Cosel, war hier zu Gast, als man sie 1716 einen Monat lang pflegte, ehe sie auf die Burg Stolpen verbannt wurde. Die Burg befand sich damals im Besitz der Ritter von Nozin, die erstmals 1185 mit der Person des Petrus de Nozin urkundlich erwähnt wurde. Wie die Burg genau aussah, ist jedoch unbekannt. 1315 übernehmen die Bischöfe von Meißen die Burg, bis sie diese 1436 an das Kloster Alzella verkaufen. Unter anderem ließ Markgraf Otto von Meißen eine Urkunde ausstellen, die den Grenzverlauf des zum Kloster Alzella gehörigen Landbesitzes festlegt. Darin wird auch ein Ritter namens Petrus von Nozin erwähnt. Damit stellt diese Urkunde nicht nur die Ersterwähnung des Rittergeschlechts, sondern auch der Ortschaft Nossen dar. Für die Herren von Nossen sollte diese Grenzfestschreibung der Anfang vom Ende werden, denn offensichtlich war man sich über den Grenzverlauf uneinig. Über ein Jahrhundert bekämpften sich die Ritter von Nossen mit den Mönchen von Alzella und schreckten dabei auch nicht vor Totschlag und Brandschatzung zurück. Mehrere Versuche zur Schlichtung, sogar durch kaiserliche Gesandte, scheiterten. Doch offenbar hatten sich die Ritter von Nossen in diesem Konflikt übernommen. Anfang des 14. Jahrhunderts übergeben sie ihre Burg samt Herrschaft an die Bischöfe von Meißen und verschwanden aus der Gegend. Das Kaminzimmer war Teil des Riesensaales im um 1554 erbauten Westflügel. Zu den bemerkenswertesten Räumen des Neubaus zählte das sogenannte Kaminzimmer, in dem mehrere hundert Menschen Platz fanden, um das bei der Jagd erlegte Wild zu verzehren. An den Wänden des Saales befanden sich 1714 unter anderem 27 Hirschköpfe mit Geweihen auf grün und vergoldeten Schildern. Daneben beherbergte das Schloss das kursächsische Amt Nossen, für das ab 1628 neue Gebäudeteile entstanden. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1540 aufgelöst und ging in den Besitz des Kurfürstentums Sachsen über. Vor 400 Jahren galt Schloss Nossen als beliebtes Jagd- und Reiselager der sächsischen Kurfürsten. Um seinem Gefolge den Aufenthalt in der Provinz angenehmer zu machen, ließ Kurfürst Johann Georg I. ab 1628, also während des Dreißigjährigen Krieges, den prächtigen Südflügel errichten. Nach 5 Jahren Bauzeit war der Prachtbau fertiggestellt. Zur damaligen Zeit verfügte er über eine hochmoderne Einrichtung. Die Aufenthaltsräume für das kurfürstliche Gefolge waren beheizbar. In jeder Etage gab es mehrere Toiletten. Der Clou war jedoch im Keller versteckt, eine Tiefgarage für Pferde. Über eine breite Pferdetreppe konnten die Tiere in den Keller geführt werden. Die Boxen in dem weiten Gewölberaum boten Platz für 40 Pferde. Viel Freude hatte man aber nicht an dem neuen Schlossflügel. Mehrfach wurde das Nossener Schloss angegriffen und verwüstet. In der Folgezeit hielten sich die Wettiner samt Gefolge nur noch selten in Nossen auf. In den Südflügel zog um 1680 die Verwaltung des Amtes Nossen ein. Platz für Pferde brauchte man nun nicht mehr. Die erste Burg vor Ort entstand vor etwa 850 Jahren auf einem Felsen hoch über einem kleinen slawischen Fischerdorf. Der heutige Name Nossen für Stadt und Schloss scheint eher aus dieser Zeit zu stammen und könnte ursprünglich so etwas wie Siedlung an einer vorspringenden Felsnase bedeutet haben. Die ersten hier ansässigen Ritter übernahmen einfach die Ortsbezeichnung des Dorfes. Dass sie dabei nicht an
an Nüsse dachten, zeigt auch ihr Wappen. Darauf finden sich nämlich keine Nussbäume, sondern Mond und Sterne, was auf eine Teilnahme an den Kreuzzügen hinweisen könnte. Seit 1694 regierte August der Starke das Kurfürstentum Sachsen, während er sächsische Soldaten auf die Schlachtfelder Europas führte und Dresden zur prachtvollen barocken Residenzstadt ausbauen ließ, litt der Großteil seiner Untertanen an Hunger und Armut. In Stadt und Land drohten soziale Verelendung und Entwurzelung. Zahllose Obdachlose, Bettler, Vagabunden und desertierte Soldaten bevölkerten die Straßen. Ein besseres Leben schien nur eine Karriere als Dieb oder Räuber zu bieten. Die bekannteste Räuberbande in dieser Zeit war die sogenannte Schwarze Garde. Die Bande plünderte Bauernhöfe und Rittergüter, vor allem aber Kirchen. Und Lips Tullian, um 1672 bis 1715 Hauptmann der Garde, galt bereits seinen Zeitgenossen als gefährlichster Verbrecher des Landes. Geld oder Leben? Die Karriere des Räuberhauptmanns Lips Tullian. Der Geburtsort, der richtige Name oder der Charakter, das meiste an der Biografie des Lips Tullian bleibt rätselhaft. Nur in den Vernehmungsakten, die ab 1710 angelegt und bald als Buch veröffentlicht wurden, findet man einige Daten. Doch entsprechen diese Angaben der Wahrheit? Oder sind es Schutzbehauptungen? Fakt ist, dass Lips Tullian an etwa 40 Raubzügen der Schwarzen Garde teilnahm und das, obwohl er einen Großteil seiner Räuberkarriere in Gefängnissen in Leipzig und Dresden verbrachte. Der Name der Schwarzen Garde taucht erstmals 1710 in einer kleinen Abhandlung über sächsische Räuber auf. Damals trieb die Bande bereits seit mehreren Jahren ihr Unwesen. Sie war in den großen Städten Leipzig und Dresden genauso aktiv wie in den Dörfern Mittelsachsens und des Erzgebirges. Das Hauptquartier lag im Tharanter Wald. Die Schwarze Garde war keine straff organisierte Bande, sondern ein lockerer Zusammenschluss von bis zu 60 Männern und Frauen. Sie spähten Ziele aus und befragten Informanten, kontaktierten Abnehmer und führten schließlich in kleinen Gruppen ihre Beutezüge durch. Die Räuber stahlen alles, was sich fortbewegen ließ. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein Einbruch in die Kirche von Glashütte im August 1710. Mit großer Kraft soll Lips Tullian die Kirchentür aufgebrochen haben. Entwendet wurde eine wertvolle Kette, kostbare Kelche und Teller sowie Altartücher. Die zerstörte Kirchentür wurde zur Attraktion für viele Schaulustige, die den Ort in den folgenden Tagen besuchten. Bei ihren Raubzügen gingen die Räuber mitunter sehr brutal vor. Pistolen und Stichwaffen gehörten zur Grundausstattung der Verbrecher. Einige ihrer Opfer starben an den Folgen der Überfälle. Bei den Einbrüchen kamen oft Brecheisen zum Einsatz. Manchmal nutzte man aber auch dietriche oder extra angefertigte Nachschlüssel. Auf die Geschichte des Nossener Schlosses als Gerichtsstätte weist noch heute der Lips Tullian Turm. Darin befindet sich der letzte noch erhaltene Kerker des Schlosses. In diesem Verlies soll Christian Eckold, ein Räuber aus der Bande des berühmten Hauptmanns Lips Tullian, gefangen gehalten worden sein. Beide Räuber landeten schließlich auf dem Schafott und wurden 1715 vor den Augen Augusts des Starken in Dresden hingerichtet. Im 12. Jahrhundert als Rittergut in Mittelsachsen erbaut, veranlasste August der Starke den Umbau zum Reise- und Jagdschloss. Äußerlich präsentiert sich Schloss Nossen als Zeuge europäischer Hochkultur. Innen zeigen sich hingegen die Schattenseiten vergangener Zeiten. Dunkle Arrestzellen und mittelalterliche Folterinstrumente erzählen von grausamen Praktiken in der Justizgeschichte. Auch Sachsens
Nossens berühmteste Mätresse, die Gräfin Cosel, war in Nossen zu Gast, als man sie hier 1716 einen Monat lang pflegte, ehe sie in die Burg Stolpen verbannt wurde. Im Dezember 1713 zerbrach die Beziehung von August dem Starken und Gräfin Cosel. August der Starke hatte sich eine polnische Adlige als Mätresse zugelegt und forderte den Ehevertrag von 1705 zurück. Gräfin Cosel, die den Vertrag bei einem Vetter in Berlin hinterlegt hatte, reiste von Pillnitz aus dorthin. August der Starke, der Komplikationen befürchtete, zumal die Gräfin auch Staatsgeheimnisse kannte, erwirkte ihre Gefangenschaft und Auslieferung im Austausch gegen desertierte preußische Soldaten. Die Übergabe an der preußisch-sächsischen Grenze bei Halle soll am 21. November 1716 erfolgt sein. Über den weiteren Fortgang der Ereignisse berichtet folgendes Dokument. Die Cosel erkrankte in Nossen am 27. November 1716 plötzlich sehr bedenklich. Sie bekam das böse Wesen, fantasierte, redete närrische Dinge, lachte überlaut. Der Leibarzt Hofrat Tromeyer ward deshalb wiederholt nach Nossen gesendet. Nachdem die Gräfin einigermaßen wiederhergestellt worden, ward sie am 24. Dezember 1716 von Nossen abgeholt und von einem starken Kommando mit mehreren Offizieren unter großen Vorsichtsmaßregeln auf die Festung Stolpen geleitet. Kurfürst August der Starke selbst war ein leidenschaftlicher Jäger. Tage und Wochen verbrachte er in Freilagern und Jagdhäusern. Seine Jagdreisen plante er im Rhythmus von 5 Jahren. Nossen ist in einem vor 1570 angelegten Aktenblatt als Jagdlager aufgeführt. Interessiert an der Vervollkommnung der Jagd veranlasste er das Anlegen unterirdischer Schießgänge. Von einem Fachmann für den Bau solcher Gänge, Hans Gramann, wird 1577 mitgeteilt, dass er solche Anlagen fertiggestellt habe. Wo sich die Anlage im Zellwald befand, ist bisher unbekannt. Während des Siebenjährigen Krieges wurde das Schloss Nossen durch die Preußen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahr 1775 war die Renaissanceanlage dann baulich buchstäblich aus der Mode gekommen und wurde als Jagd- und Reiselager aufgegeben, diente aber nach wie vor als Amtssitz. 1808 entstanden im Ost- und Nordflügel Gefängnisse als Ersatz für die baufällige außerhalb des Schlosses gelegene Amtsfronfeste. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen spannenden Einblick in die Schlossgeschichte erhalten. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!